Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Auch ein freundliches Hallo an alle, die neu auf den Kanal gestoßen sind. Das heutige Video wird wieder ein klassisches Bastelvideo, würde ich mal behaupten. Denn heute gibt es einen kleinen Versuchsaufbau, bei dem ich diese Holzkiste hier im Hintergrund brauche. Denn ich habe mich in letzter Zeit mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt und mir auch so ein kleines Einsteigermodell hier gekauft. Und wenn man da sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann kommt man um einen Punkt nicht drum herum. Das ist nämlich zum einen die richtige Lagerung und gegebenenfalls auch die richtige Trocknung von den Filamenten. Und dafür brauche ich heute diese Holzkiste, mit der ich einen selbstgebauten Filamenttrockner für den schmalen Geldbeutel bauen möchte. Die Idee dabei ist im Grunde recht simpel. Ich habe hier aus USB-Plattenresten so eine Holzbox gebaut, in der bis zu 2 von diesen Filamentrollen Platz drin finden. Das Ganze soll beheizt werden hier über so ein Heizlüfter, nenne ich mal, 24 Volt Heizlüfter, 100 Watt Leistung hat der. Da soll warme Luft in das Gehäuse geblasen werden. Und damit das Ganze steuer- und regelbar ist, habe ich hier so einen Controller mit einem Sensor dran, der kann Feuchtigkeit und Temperatur erfassen und hat dann 2 Ausgänge, die darüber geschaltet werden können. Im ersten Schritt baue ich also alles funktionsfähig zusammen, um dann einen ersten Probelauf zu wagen. Deswegen ab an die Werkbank. Das ist im Grunde auch schon der ganze Versuchsaufbau. Wir haben hier oben in der Ecke den Sensor, der die Innenraumtemperatur und Feuchtigkeit messen soll. Hier unten strömt dann die warme Luft in den Innenraum. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich habe das Labornetzteil und alles soweit auch schon mal angeschlossen und vorbereitet. Ich werde jetzt erstmal nur den Controller mit Spannung versorgen und auch direkt dann gleich den Lüfter und das Heizelement, weil ich einfach mal gucken will, wie hoch kann eigentlich rein theoretisch die Temperatur hier im Innenraum steigen. Denn am besten wären ja so Temperaturen um die 40, 50 Grad, wenn man jetzt PLA zum Beispiel trocknen möchte. Das will ich einfach mal ausprobieren, wie weit ich da komme, ob das überhaupt hier schon dann einen Erfolg hat. Deswegen, ich schließe das mal an. Und dann hört man es vielleicht auch schon, der Lüfter ist angesprungen, der Controller ist ebenfalls an. Wir haben hier schon knapp 29 Grad gemessen. Es ist ja auch sehr warm hier im Raum an sich. 63% Luftfeuchte. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen und gucke, wie hoch diese Temperatur eigentlich steigen kann, wenn ich das jetzt im Dauerbetrieb habe. Ja, nach einer guten Viertelstunde würde ich jetzt mal sagen, haben wir hier dann die 40 Grad schon erreicht. Tendenz auch steigend und auch eine deutliche Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Und ich denke, das kann man schon als Erfolg verzeichnen. Also vom Prinzip her, mit dem Aufbau, so kann das seinen Zweck erfüllen. Ja, wie ihr gesehen habt, kann man mit relativ wenig Materialaufwand hier so einen Filamenttrockner ganz easy selber bauen. Das einfachste wäre jetzt, den Controller dafür zu nutzen, diese Steuerungsaufgabe zu übernehmen, die Relaisausgänge zu nutzen, um zum Beispiel das Heizelement zu steuern, dass es ab einer bestimmten Temperaturüberschreitung abgeschalten wird und wieder bei Unterschreitung einer bestimmten Temperatur wieder zugeschalten wird. Das würde dem Kanal hier aber nicht besonders gerecht werden. Deswegen meine Frage an euch, was haltet ihr davon, wenn ich einmal dazu eine Steuerung auf Basis eines Arduino oder ESP aufbaue und der
dann die Steuerung übernehmen soll von dieser Filament-Trockenbox. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und auch sonst schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr noch Anregungen habt, Kritik, was auch immer gerne in die Kommentarzeile reinhauen. Ja, dann bin ich schon wieder am Ende angekommen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Alle, die neu sind, haben wieder hier die Möglichkeit, jetzt noch den Kanal zu abonnieren. Lasst gerne ein Like da, aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann bedanke ich mich auch wieder fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis bald.